Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mit den Aftermovie zum Intense Festival 2025. Ähm, Ich weiß natürlich, Intense ballert gefühlt alle 2 Wochen jetzt ein neues Video raus. Ziehen wir uns natürlich nach und nach rein. Jetzt hatte ich aber gerade wirklich, bin ich ganz ehrlich, erstmal Bock auf das Aftermovie. Warum? Keine Ahnung, war einfach so. Aber wie gesagt, zu den anderen Videos gibt es natürlich dann auch noch Reactions. Opening-Zeremonie ist zum Beispiel jetzt online und. Werden wir uns alles reinziehen, aber alles Stück bei Stück. Ihr wisst ja, ihr habt noch vieles nachzuholen, aber auch noch ganz andere Festivals, die jetzt gerade sind, die auch noch dann wieder raushauen. Also wird geil. Gefühlt ist das eine never-ending Story. Habe ich mies Bock drauf. Ja, jetzt gehen wir aber rein. Aftermovie 2025. Intense. Ladies and gentlemen, welcome to the capital of craziness. The pounding kicks, the magical melodies, the sparks of emotion, the storm of energy. Here beats the heart of a world that lives, breathes, and dances. Also der Schnitt gefällt mir schon mal, aber ich muss auch gleich direkt sagen, was ich ja immer beim Intense hab, oder mir denke, ist so dieses Intense, also dadurch, dass es so krass farbenfroh ist an den ganzen Sachen, die da stehen, aber auch gerade ne, die Mainstage, finde ich, ist es einer der schönsten Festivals, die du auch über 'n Tag gucken kannst. Oft ist es ja so, okay, nachts ballert alles noch mal mehr. Natürlich beim Intense auch, habe ich ja auch kennengelernt, dass es, oder, ne, wenn's dunkel wird, sehr, sehr geil aussieht. Aber ich finde, so über 'n Tag ist es halt auch sehr cool oder sehr schön anzusehen. So hold your breath, because this spectacle begins now. So, das war die da so, jetzt noch mal zurück. The spectacle begins. Ich finde es halt auch geil, dass die das halt so, ne, dieses Storytelling mit reinbauen. Oh. Okay, wenigstens das Holzdielen. Ist verständlich, wenn's regnet, ne, ist wahrscheinlich Gras da drunter, oder? Das nicht, im Arsch ist. Aber das ist auch so 'ne Sache, wo ich mir immer denke: „Bro, was ist das Geilste?“ Ich glaube, das Geilste ist halt wirklich, wenn du so auf'm Feld bist, ne? So, klar, wenn's regnet oder irgendwann ist halt der Boden so gar, dass halt alles voller Matsche ist, aber ich glaube, das ist irgendwo mit das Geilste. Als Nächstes kommt halt wirklich diese Dielenmäßige oder dieses Holzdingens und als Allerletztes ist halt wirklich, wenn irgendwie geteerte Scheiße da ist oder gepflastert ist. Also, bin ich ganz ehrlich, das ist weiß ich nicht. Wenn du mal ausrutscht oder was auch immer oder alleine die ganze Zeit da auf Stein zu stehen, ist ja noch mal um Weiten krasser als auf Holz oder eben auf Erde oder Sand sogar. Habe ich natürlich auch vergessen, aber Erde und Sand ist, glaube ich, hier so mit das Geilste, würde ich jetzt so sagen. Natürlich, ne, wenn Wetter einigermaßen gut ist. Aber krass, dass die so viel dass das alles mit, Holz gemacht wurde. Ähm, ja, sehr groß, ne? Ich meine, man sieht's ja immer, wie riesig das ist. Klar, finde dann immer noch mal, wenn man das jetzt so sieht, die einzelnen Menschen, denkt man so: „Boah, das ist gar nicht so groß.“ Ah, gut. Och, wenn dann auf einmal so tausende Leute da stehen, da sieht's dann doch wieder sehr riesig aus. Diese Ansicht hatten wir, glaube ich, noch nie. Kann das sein? Du hast sonst immer nur die Ansicht von hier.
Frage mich immer noch, warum das ausgeblurrt ist, aber gut. Weil du siehst immer nur eigentlich ab dieses Stück hier. So, ne, das Riesenrad. Dass hier noch was ist, hat man gar nicht gesehen, hat man oft gar nicht gesehen, fand ich. Das ist krass, wie groß das eigentlich ist, ne? Natürlich kommt das auch sehr klein vor, aber ich glaube, das ist auch so 'ne richtig geile Größe, ne? So, wenn man jetzt zum Beispiel, ne, diese ganzen riesigen Dinger mitnehmen wie Defcon im Hardstyle oder halt, Tomorrowland. Natürlich, Tomorrowland ist noch mal was ganz anderes. Oder ist halt viel zu viel gelaufen und zu viel, glaube ich, zum Erleben für ein Wochenende. Wenn man überlegt, ein Wochenende ist schon crazy, das so zu sagen, ne? Aber du hast ja auch so deinen Plan, wo du überall hinlaufen willst, zu welchen Sets du gehen willst. Denke ich, ist Intense halt sehr, sehr cool. Weil das ist auch 'ne verdammt gute Größe und man sieht ja, wie viele fucking Stages da sind. Auch geil. Geil, dass das so angeordnet ist, so, ne, so 3 Stages nebeneinander. Glaube ich, ganz cool. Außer du stehst halt wirklich hier oder hier jeweils an den Seiten. Ich glaube, da kannst du dann von den anderen Stages, genervt werden. Aber sonst ist halt das crazy groß. Junge. Hammergeil, ey. Muss halt wirklich sagen, ne, hier ist es halt sehr geil gemacht mit der Kameraführung und alles. So, und das ist ja auch die Sache, was ich ja immer wieder sage. Wenn du 'n neuen Song als DJ raushaust und schon 'n paar Sets gespielt hast und die irgendwie aufgenommen hast, Bruder, du kannst so überall 'n Stück rausnehmen. So, man hört's ja, wir haben einen Song, aber so viele unterschiedliche DJs, aber auch Menschen, die wahrscheinlich zu 'nem ganz anderen Song abgegangen sind und du kannst es trotzdem geil verpacken oder passend verpacken. Hammer, Alter, Hammer. Ah, yes. Beyond the gates of madness lies a world within a world. Bro, das ist aber auch cool, ne? Camping ground. Bro, das ist alleine Camping? Ach du Scheiße. Crazy. Aber das ist aber auch sehr geil, ne? Du bist direkt am Festival. Finde ich sehr cool. Weil es gibt ja viele Festivals, wo du halt wirklich so 'n Kilometermarsch erst mal machen musst, damit du erst mal da bist. Natürlich, wenn du hier hinten irgendwo bist. Äh, ja, müssen wir nicht drüber reden, ne? Musst du auch 'n Stück laufen. Ist wahrscheinlich manchmal auch cooler, wenn du dann so 'n bisschen abseits bist. Ähm, sonst sehr geil, sehr nah, sehr sehr geil. Hammer. Wie gesagt, das muss eigentlich auch mehr sein vom Festivals. Klar, ne, du hast mit 'nem Festival schon genug Videomaterial, aber du musst halt die Campsite mitnehmen. Es geht nicht anders. Das ist mit essenziell wichtig. Geil. Oh. Oh, was die da alles haben, so cool.
alleine dieses Fitness-Ding im Hard, dass das so geil verbunden ist mit Hardstyle, finde ich so geil, ne? So, du gehst auf ein Festival und kannst einfach morgens oder wann auch immer einfach eben losgehen, dir da eben 'ne Stunde einen wegpumpen oder so. Aber sonst auch, ne? So diese Kleinigkeiten. Bei den Dingern bin ich mir nicht so ganz sicher. Ist, glaube ich, ganz cool, aber da hast du so dieses, weiß ich nicht, dieses komische andere Feeling. Ich glaube, da kriegst du dieses, oder was heißt ich glaube, da kannst du ja dieses Zelten-Feeling gar nicht mit rein, also dieses Camp-Feeling wie gar nicht mit reinkriegen. Weil Campen ist ja Real Talk, die ganzen Besoffenen da oder was auch immer, ne? Die ganzen Bekloppten da auf einen Fleck, so, wo man drüber guckt und nichts da irgendwie so eine Wand vor ist oder jeder für sich ist, außer du bist wirklich in einem Zelt. Und da irgend 'ne Scheiße passiert einfach, wo es einfach ganze Zeit lustig ist, jeder irgendwie Party macht, obwohl das Festival vielleicht noch nicht mal losgegangen ist oder zu Ende ist und man auf den nächsten Tag eigentlich, wartet und pennen will, aber ist ja halt nicht so. Ich glaube, die Dinger sind halt wirklich sehr geil, wenn du dir denkst: „Ja, okay, ich will aufs Festival und sonst nix.“ So dieses Camping-Ding ist mir egal, Hauptsache ich bin da, ne, ich kann pennen. Ich glaube, dafür sind die Dinger sehr, sehr geil. Kannst du da nicht reingehen, zack, 'n bisschen chillen, kommst raus, gehst aufs Festival. Wenn du keinen Bock mehr hast oder, ne, irgendwie 'ne Pause brauchst, gehst hier wieder rein. Das hast du natürlich beim Campsite nicht. Muss man halt so und so sehen. Bro, die haben 'n fucking Schwimmbad da? Hä? Also, okay, Outdoor-Pool, okay, cool, aber 'n fucking Schwimmbad? Kann ich mir geil vorstellen, aber lass da mal einen drin sein, der da kotzen muss, ey. Muss aber sagen, die haben echt viele Stages, ne? Viele kleine. Auch sehr cool. Gerade so für die neueren DJs, ne? Oder die am Kommen sind, so, finde ich das sehr, sehr cool. Twists, the ground bends. Aber natürlich auch für die Besucher, die halt nicht so ganz klarkommen mit den ganzen Trubel. Natürlich, da musst du dich auf 'n Festival einstellen, aber ich glaube, da sind die Festivals auch so, dass du halt viele Ausweichorte halt hast. Das finde ich halt sehr, sehr geil. Weil ich muss zum Beispiel sagen, für mich, boah, an manchen Tagen, ne, ist so, boah, geil, ab in 'ne Menge, ne, oder 'n bisschen am Rand da stellen, aber schön nah an der Bühne. Aber auch an manchen Tagen ist dann so: „Bro, ich gucke mir das mal vom Weiten an oder so, oder, ne, ich brauche jetzt grad nicht so viele Menschen um mich herum.“ So, weil ist ja auch irgendwo auch 'n bisschen anstrengend, wenn du neben dir 100 Leute hast, zur anderen Seite hast du auch noch mal 100 Leute oder mehr. Aber ist halt sehr cool gemacht. The air twists, the ground bends. Time unravels as the music mutates. This city is spiraling into beautiful insanity. Oh, ne. Diese Mucke, Alter. Ist das dumm. Good morning, workers. You may return to the satisfying symphony of clanking metal and whirring gears. Little girl, don't cry, I was there all five, just hear the bugle call, and the five and drum is the Bro, dadurch, dass du diese Schausteller da hast, ne, kommt dieser Filter, dieser alte Filter da so geil drauf, dass du halt wirklich denken könntest: „Okay, das ist, keine Ahnung, aus was für 'ner Zeit.“
repair. Work in the affected department is suspended until further notice. Break the shit down with the machinery. Okay, let me fix real quick. Crank it up, let's go. Bro, diese Musik. Patch it up, twist it down. Twist it, crank it up, let's go. Machinery. Das ist aber, finde ich, bei Intense halt immer sehr geil gemacht, ne? Diese Musik. Du merkst diese unterschiedlichen Arten von Hardstyle und dann dazu die Stages. Finde ich sehr geil gemacht. So, da kriegst du schon mal nämlich einen Einblick als Neuer oder was auch immer, ne? Oder ja, so als Wiederkehrender oder was auch. Wie auch immer du es nennen willst. Oder was auch immer du bist. So, okay, wenn ich zu den Stages gehe, dann höre ich das und das. Natürlich siehst du das natürlich auch an den Namen, die da auflegen. Aber ich finde es halt so auch nochmal geiler. Ist das verrückte Scheiße. So geil, ey. Und das war halt die Sache, die ich meinte, ne? Natürlich, also über den Tag sieht es so unfassbar geil aus, dadurch, dass du wirklich so viele Farben hast, dass du dieses coole Konzept halt hast. Also, Intense hat ja so wirklich jedes Jahr dieses geile Konzept, so, ne? Dieses bisschen andere vom Hardstyle. Dieses verrückte, freie vom Hardstyle, finde ich. Dadurch, dass du so, ne, dieses farbenfrohe hast. Deswegen finde ich das über den Tag so wunderschön einfach. Aber abends, ne, müssen wir nicht drüber sprechen. Abends sehen gefühlt jedes Festival und jede Show, whatsoever, geil aus. This city leaves its mark. Things feel heavier, darker. Like you're dreaming, but wide awake. Lights blur, music flows, and before you know it, you're completely lost in the night. Da muss ich auch ehrlich sagen, das vermisse ich so ein bisschen in den Aftermovie-Zeiten, ne? Dass du wirklich dieses Storytelling hast, dass du wirklich so, wenn du dir das jetzt anguckst, ich war noch nicht mal da und gefühlt ballert das ein bisschen mehr oder ich glaube, wenn du da warst und dann dieses Storytelling nochmal hörst, oder das Storytelling, ich weiß jetzt nicht, ob das gleiche ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass dann die Erinnerungen nochmal mehr wachgerüttelt werden, so, ne, und noch geiler sind, noch intensiver sind, so. Weil, oh, ne, oft sind ja die Aftermovies einfach nur noch bam, 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 zack, hast du geile Songs drin, natürlich geile Einschnitte, gar keine Frage, aber dieses Storytelling macht das nochmal so intensiver und so viel schöner, finde ich. Aber auch irgendwie greifbarer. Dass du halt auch, glaube ich, oder was heißt glaube ich, so für mich ist es so, wenn ich diese Sachen mit dem Storytelling sehe, da willst du da unbedingt mehr hin. Da hast du mehr dieses Bedürfnis, dahin zu gehen. Klar, diese Bilder sind geil, aber hast gefühlt jedes Aftermovie. So, ne, geile Bilder, Menschen, die geil drauf sind, das Campsite, das Festival an sich, dass du weißt, welche Stages was spielen und. Gar keine Frage, das ist schon geil. Aber durch dieses Storytelling ist es nochmal so dieses, boah, geil, da muss ich hin. Das vermisse ich halt so in manchen Aftermovies halt wirklich.
Aber dafür brauchst du natürlich auch eine Story, ne? Brothers and Crazy, sisters, ey. ladies and gentlemen, each and every one of you, this was intense. Muss ich ehrlich sagen, wenn ich den Song höre, ne, ich habe den Tod gehört und, ne, wie man unschwer erkennen kann. Ich meine, man sieht's ja auch, jetzt gerade schlecht. Das sind, 999 für, Juice WRLD Tattoo. Oder es sind 999 als Andenken an Juice WRLD, weil der Mann mich mit seiner Musik total gerettet hat und so. Für eine bestimmte Zeit in meinem Leben, also eine sehr wichtige Rolle gespielt hat oder spielt. Und das ist dieser eine Song, Lucid Dreams, den ich gefühlt einmal gehört habe und mir dachte: „Bro, das ist es nicht. Das ist es einfach nicht.“ Auch der zu krass gehypteste Song, bla bla bla, müssen wir jetzt auch nicht drauf weiter eingehen. Aber muss ehrlich sagen, was die daraus gemacht haben, hier, Levin Khan, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, Bruder, das ist schon mega geil. Das ist schon mega geil. Ich liebe das, wenn ich sowas am Ende sehe, ne? Ich liebe das immer, weil das ist halt so, es hittet, aber es stimmt halt vollkommen. Genau das ist die Sache. We don't remember nights like this, we feel them forever. Junge, und das ist halt das, was ich immer sage mit den Handys halt, ne? So, klar, es ist halt cool, so dieses Handy-Ding, ey, du kannst alles filmen und. Aber diese Erinnerung, die du dir selber schaffst, dadurch, dass du mit den Leuten durchdrehst, die links und rechts neben dir sind, die du vielleicht die du gar nicht kennst und vielleicht nie wieder sehen wirst. Oder du lernst Menschen kennen, mit denen du jedes Jahr auf dieses Festival gehst. Weil du die beim Camping, weil die neben euch gezeltet haben und ihr euch irgendwie angefreundet habt, weil auf dem Camping ist ja sowieso gefühlt auch nochmal dieses intensivere, ey, Bro, geil, dass du hier bist und ne, man tauscht sich aus und dann sitzt man da auf einmal zusammen, trinkt ein Bier zusammen oder whatsoever und chillt dann gefühlt das ganze Festival beim Campen zusammen. Und. Es gibt ja so viele Sachen. Deswegen bin ich immer noch dieser Meinung, ey, Handy ist klar, ab und zu mal irgendwas, ne, filmen und. Klar, geil. Aber denkt daran, euch fucking Erinnerungen aufzubauen. Dafür sind Festivals da. Erinnerungen aufbauen, aber auch gleichzeitig dieser fucking geile Zusammenhalt und Freiheit. So also gefühlt sind Festivals genau das, wovon jeder irgendwie träumt. Natürlich musst du diese Musik auch mögen, deswegen, ne, wenn du keine Hardstyle magst, brauchst du nicht auf solche Festivals gehen, wo Hardstyle gespielt wird und, müssen wir nicht drüber reden. Aber dieser Shit, wovon wir alle träumen, ne, Frieden, ey, Zusammenhalt, jeder kann mit jedem, scheißegal, aus welchem Land du kommst und. Ey, wir feiern alle den gleichen Shit mäßig.
Bro, wenn du das alles haben, oder das alles passiert immer auf Festivals, finde ich. Und deswegen, so, diese Kultur darf niemals aussterben. Weil ich glaube, dann hat die Menschheit endgültig verloren. Oh, Hammer. Hammer, Hammer. Ich sag ja, sowas catcht mich am Ende nochmal immer. Immer wieder. Gerade durch so ein geiles Storytelling, geiles Video. Also sehr, sehr geiler Schnitt, sehr coole Songs. Natürlich manche ein bisschen zu hart für mich, oder ne, einer zu hart für mich. Aber sehr, sehr geil geschnitten. Sehr geil, ne, dass du viel dieses Helle hast, wo ich dann wirklich nochmal sage, ja, okay, Intense ist halt wirklich dieses Festival, was davon lebt, dass es so bunt ist und dass es am Tag so geil aussieht. Ähm, ja, sehr geil. Sehr geiles Aftermovie. Und bin gespannt, was wir dann noch zu sehen bekommen, 2025. Was sie alles hochladen. Werden wir uns natürlich reinziehen und dann werden wir uns da wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.